So, grüß Gott und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es um die vordere Stoßdämpfer beim 107er gehen. Wie kriege ich die alte Stoßdämpfer raus und kann wieder einen neuen Stoßdämpfer an der Vorderachse einsetzen. Was man dafür alles braucht, das zeige ich euch direkt nach dem Intro. Auch wie die vordere Stoßdämpfer beim 107er der Vorderachse für die Modelle ab 1985 aufgebaut sind. Das klären wir alles nach dem Intro und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, was braucht man alles für den Wechsel? Ist gar nicht so viel. Ich habe es hier mal hingelegt. Einmal eine Ratsche 1,5 Zoll, ein 13er Aufsatz für die untere Befestigung vom Stoßdämpfer. Das sind 13er Muttern, selbstsichernde. Und dann hier ein 17er Schlüssel noch für die obere und ein Mautschlüssel aus 17er, um die obere zwei Muttern der oberen Aufnahme vom Stoßdämpfer dann hier lösen zu können. Da gibt es auch separate Steckschlüssel, mit dem ich dann über das Gewinde hier drüber komme, über diese Gewindestange und diese Muttern dann ein bisschen komfortabler lösen kann. Aber es geht genauso gut mit dem Mautschlüssel, auch beim 8-Zylinder, wo man ja recht wenig Platz im Motorraum hat, funktioniert das genauso gut. Man muss halt bloß öfters umgreifen, aber das geht im Prinzip auch. So, was man zusätzlich noch braucht: entweder steht das Fahrzeug auf der Hebebühne und ihr habt einen Grubelift, um den vorderen Achsschenkel abzustützen. Das hat einfach den Hintergrund, dieser Stoßdämpfer, bevor man den losschraubt, muss man auf jeden Fall den Querträger abstützen, weil die Stoßdämpfer der Vorderachse gleichzeitig als Ausfederungsanschlag dienen. Ja? Also entweder ihr habt jetzt ganz normal auf der Reife stehen, dann könnt ihr die Stoßdämpferaufnahme, die Stoßdämpferbefestigung oben und unten auch lösen. Oder wenn das Rad abmontiert ist, weil man ja dann auch logischerweise deutlich besser hinkommt an den Stoßdämpfer, müsst ihr den unteren Querträger abstützen, entweder mit dem Grubelift, wie gesagt, oder mit einem Rangierwaageheber. Das geht genauso. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Als allererstes lösen wir die obere Aufnahme vom Motorraum auf, müsst ihr die Haube aufmachen, da kommen wir direkt hin. Auf die linke Seite geht es relativ problemlos, auf die rechte Seite muss man den Kühlwasserbehälter einfach wegnehmen, zur Seite nehmen, dann kommt man an die obere Aufnahme auch hin. Und dann fangen wir direkt an, die obere Aufnahme dann zu lösen. So, wenn der untere Querträger abgestützt ist oder das Fahrzeug auf der Reifen steht, kann ich die obere Stoßdämpferaufnahme hier lösen. Hier auf der linken Seite komme ich relativ gut hin. Und dann löse ich zuerst die Kontermutter hier oben und drunter ist die zweite Mutter. Und dann kann ich schon mal die obere Aufnahme hier von diesem Stoßdämpfer lösen. So, wenn wir dann die untere Befestigung auch gelöst haben, können wir jetzt hier den Stoßdämpfer einfach hier an der Kolbenstange so nach unten ziehen. Und dann kriege ich den hier oben mit der Gewindestange hier raus und kann den vorsichtig, dass ich nirgendwo anecke, den dann so mit rausnehmen. Und hier sieht man auch die Markierung. Ich habe hier einen grünen Stoßdämpfer verbaut. So. So sieht das Ganze innen drin aus. Wenn man quasi dieses Mantelrohr, dieses Schutzrohr hier runter nimmt. Wenn wir den alten Stoßdämpfer draußen haben, dann reinigen wir noch hier unter den unteren Querträger die Auflagefläche, wo ja dann die untere Halterung wieder befestigt wird. Die reinigen wir natürlich noch von Schmutz.
Und jetzt habe ich hier den neuen Stoßdämpfer schon mit Trennkolbe. Das heißt, ihr müsst bei so einem Stoßdämpfer darauf achten, dass ihr jetzt den oberen Teller nicht mit diesem Teller verwechselt. Ich schraube das hier nochmal geschwind ab. Ich habe hier oben in dem Fall jetzt eine selbstsichernde Mutter. Habe den oberen Teller, der dann sich nachher im Motorraum befindet, mit dem Puffer darunter. Und dann hier ein weiterer Puffer, der in diesen Vorbau hier installiert wird mit dem unteren Teller und der Abstandshülse hier drauf. Ihr müsst auch, wenn euer alter Stoßdämpfer diese Abstandshülse noch nicht drin hatte, müsst ihr beim neuen darauf achten, dass diese Abstandshülse auf jeden Fall mit dabei ist. So, und vor dem Einbau ist dann auch noch zu achten, dass dieser untere Haltebügel befestigt ist und richtig stramm gezogen ist. Der darf sich hier unten nicht mehr bewegen. So, dann würde ich sagen, bauen wir den ein. So, den neuen Stoßdämpfer haben wir jetzt verbaut. Hier beim Lösen und auch beim Wiederanziehen bei der oberen Befestigung wäre noch zu sagen, dass ihr die Stoßdämpferstange festhalten müsst, ja, wie vorher erwähnt, mit diesem Spezialschlüssel 5 mm, den man von oben drauf setzt und dann mit dem Maulschlüssel, mit dem 17er dann diese Mutter dann hier festdrehen kann an die obere Befestigung. Oder wenn ihr diesen Spezialschlüssel nicht zur Hand habt, dann könnt ihr auch einen Maulschlüssel nehmen mit 5 mm, den oben ansetzen, diese Stoßdämpferstange festhalten und könnt dann mit dem 17er Schlüssel diese Mutter dann an der oberen Befestigung festziehen. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr oben nicht festhaltet, dann dreht sich höchstwahrscheinlich die Stoßdämpferstange mit. Und wenn ihr jetzt hier einen gasgefüllten Stoßdämpfer habt, also einen Gasdruck-Stoßdämpfer habt mit einem Trennkolbe, dann könnt ihr sich durch das Drehen die Stoßdämpferstange vom Arbeitskolbe lösen und könnte dann zur Folge haben, dass das Gas, was sich darin befindet, sofort austritt und die Stoßdämpferstange nach oben ausfährt. Da herrscht natürlich akute Verletzungsgefahr, deshalb müsst ihr die auf jeden Fall beim Lösen und auch wieder beim Befestigen an der oberen Aufnahme, müsst ihr auf jeden Fall die Stoßdämpferstange mit dem 5 mm Schlüssel festhalten. So, bei den Stoßdämpfer ist noch zu sagen, die baut man natürlich immer gleich ein. Das heißt, auf einer Achse habe ich rechts und links immer die identische Stoßdämpfer verbaut. Im Reparaturfall kann man auch die Stoßdämpfer einzeln auswechseln, wenn ich genau den gleichen noch zur Hand habe und nur auf einer Seite, jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, der defekt ist, dann kann ich den rausmachen, und wenn ich dann genau den gleichen wie auch auf der rechten Seite verbaut ist, nochmal zur Hand habe, kann ich natürlich auch nur einen auswechseln. So ist bei mir, sind beide schon durch, deshalb wechsle ich die komplette Achse mit der gleichen neuen Stoßdämpfer einmal komplett
aus. So, jetzt im Anschluss blende ich euch noch die passende Kombination ein. Es ist auch immer abhängig vom Fahrzeug, was von 107er ihr habt. Einmal welche Motorisierung, welche Karossenart und welche Sonderausstattung ihr im 107er noch verbaut habt. Dadurch ergibt sich eine Kombination zwischen Federunterlage, Feder und Stoßdämpfer, die ich dann auf der Vorderachse und auf der Hinterachse verbauen kann. Die jeweilige Teilnummer für die jeweiligen Baujahre mit den entsprechenden Sonderausstattungen blende ich euch jetzt im Abspann noch mit rein. So, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne den Kanal, teilt auch sehr gerne das Video und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.